Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind Entwickler, 2, und wir nennen uns Pithead Studio. Und das ist Pithead Studio TV. Genau, und wir erzählen heute etwas über Finanzierung von Spielen. Denn wir möchten gerne ein Indie-Spiel machen, also sitzen wir schon dran. Und die Frage, die sich oft gestellt hat, ist, wie kann man sowas denn überhaupt finanzieren, so ein Projekt? Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Die möchten wir euch heute gerne mal vorstellen, was da für euch vielleicht passt, wenn ihr eigene Projekte habt oder so. Das müsst ihr euch natürlich dann selber überlegen, aber es gibt da tatsächlich einige Ansätze, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen kann. Fängt an mit dem Thema Eigenkapital. Also, das Einfachste liegt natürlich irgendwie auf der Hand, was man machen könnte, wenn man ein Spiel machen will oder irgendein anderes Projekt ist, ich bezahle das aus eigener Tasche. Das geht natürlich auch nur, wenn man das überhaupt kann. Das heißt, dann müsste man ja irgendwo, auch von irgendwoher, was weiß ich, reich von Papa geerbt oder irgendwie vorher schon erarbeitet, dass man dann quasi irgendwo ein kleines Vermögen hat, das man investieren kann und dieses wird dann quasi damit aufgebraucht. Das hat verschiedene Vor- und Nachteile. Also klarer Vorteil von bezahle ich alles selber ist. Bezahle ich alles selber. Da muss ich mit niemandem reden. Genau, man ist vollkommen frei und eigenständig zu tun und zu lassen, was man will. Und hat den Nachteil, das Geld ist halt erstmal weg. Aber das ist ja alles viel zu einfach. Die meisten sind ja gar nicht in der Lage, das zu machen. Deswegen stellen wir uns die Frage, was für Möglichkeiten gibt es denn noch? Also das machen wir gerade. Genau, zum Hauptteil haben wir jetzt zum Beispiel aus den Projekten, die wir schon gemacht haben, aus denen wir ja schon Geld erwirtschaftet haben, Geld, das wir jetzt reinvestieren in das neue Projekt. Das kann man in der Situation machen, das machen wir gerade. Ja. Jetzt in diesem Moment, ob das immer so bleibt, also dass es ausschließlich das ist, das müssen wir einfach mal schauen. Ja. Aber aktuell sind wir in der glücklichen Situation, das so entscheiden zu dürfen, deswegen quatscht uns auch momentan keiner rein. Viele andere, gerade Indie-Entwickler, die machen das aber so, die haben zum Beispiel einen Hauptjob, der ein anderer ist als Spieleentwicklung. Oder vielleicht auch Spieleentwicklung, aber für jemand anderes. Und das heißt, die arbeiten ganz normal irgendwie ihre 8 Stunden am Tag und verdienen auch ganz normal Geld. Und in ihrer Freizeit arbeiten sie dann an ihrem Projekt. Das hat aber auch jede Menge Vor- und Nachteile. Also der größte Nachteil ist, man reibt sich auf. Ne? Das heißt, nach der Arbeit kommt nochmal die Arbeit irgendwie. Ne? Weil man will ja auch da vorankommen und sowas ist auch sehr schleppend und sehr undeterministisch, weil sich dazu zu verpflichten, tatsächlich immer Mittwochabend von 18 bis 23 Uhr oder 24 Uhr da irgendwie. Ne, ihr seht schon, das ist, dann ist man gerade drin, dann ist man schon wieder raus. Kriegt man nicht viel geregelt und so weiter. Ja, ist halt eben so. Und am Wochenende sich zu treffen und dann irgendwie einen Tag dafür, dann kommt die Familie, dann ist das Freizeit noch zusätzlich, ist echt, anstrengend. Ich bin so bekloppt, ich mache sowas, ja, wie zum Beispiel Musik machen oder andere Dinge, ja, am Haus irgendwas machen oder auftreten irgendwo, Konzerte geben, die Vorträge halten an Hochschulen, irgendwelche Sachen besuchen aus beruflichen Gründen. Also, so wie zum Beispiel auf der Gamescom und so, ist ja nicht nur Freizeit, ist ja auch Arbeit. Das mischt sich sehr oft. Das mischt sich sehr oft und solche Dinge, das ist natürlich super anstrengend. Danach brauchst du irgendwie Urlaub, ja, nach der Gamescom. Da bist du platt, so, ne? Wie viel davon ist Arbeit, wie viel davon ist Freizeit? Wüsste ich jetzt nicht zu sagen. 50-50, keine Ahnung, ja, sowas, ja. Aber das ist dann halt auch Freizeit, gemischt mit Arbeit und das finde ich schon ziemlich schwierig immer. So, ne? Vor allem, wenn du noch irgendwie einen Hauptjob hast und so weiter. Habe ich ja auch jahrelang gemacht, ne? Ich habe Nebenjob gehabt und dann noch irgendwie studiert und ich hatte immer 2 Jobs. Die Zeit meines Lebens war immer so. Und das ist natürlich dann schon sehr aufreibend, vor allem wenn man so ein Projekt hat. Aber wenn die Motivation groß ist, wenn die Vision groß ist, dann kann auch das funktionieren. Vor allem, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt mein einziges Hobby
ne? Ich gehe jetzt nicht nur Fußball spielen und Tennis und was weiß ich was, ne? Dann kann das auch funktionieren. Ist aber schwierig, finde ich. Genauso sieht's aus, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen Auftragsarbeiten. Das machen auch viele, gerade junge Entwickler oder kleinere Teams, die sagen, wir machen jetzt irgendwas für irgendwelche Industriellen noch nebenbei oder programmieren oder zeichnen oder macht was weiß ich. Ja. Und das ist dann ähnlich wie wenn man noch einen anderen Hauptjob hat. Ja, also wenn man ein Herzensprojekt hat, woran man eigentlich arbeiten möchte, dann kann man eigentlich nicht so, wie man will, weil man ja die Hauptzeit mit was anderem verbringt. Und das ist dann halt immer so eine Sache, also klar ist das ein Modell, womit man es zumindest überhaupt machen kann. Das ist schon mal das Gute daran. Und man ist dann auch frei in der Entscheidung, weil das ist ja erstmal nur ein Freizeitprojekt und hat wenig Bedingungen. Aber es dauert dann auch natürlich unglaublich lange, bis das dann mal fertig ist. Darum, dritte Möglichkeit, etwas zu finanzieren, ist, einen Publisher zu finden, der das finanziert. Das hat erstmal vor allen Dingen große Hürden. Das heißt, einen Publisher davon zu überzeugen, dass das Projekt, was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, total toll ist und dass es jemand anders bezahlt, ist nicht so einfach. Also ich habe da eine total super Idee, ja. Wir machen Pupsi das Eichhörnchen. Das kostet irgendwie 70 Millionen und wird nachher total der geile Erfolg. Und ich habe da ein total geiles Konzept, aber das zeige ich dir nicht. Das zeige ich dir erst, wenn ich von dir einen Vertrag kriege, dass ich auch die 70 Millionen da und so. Genau, ein Publisher möchte natürlich viel mehr haben, sondern im besten Falle einen spielbaren Prototypen, der schon so gut ist, dass man sehen kann, was am Ende wird. Vor allen Dingen, wenn man nicht vorher schon Lametta hat und sagt, ich habe schon ein paar Projekte gemacht, die ich vorweisen kann, dann hat man es da wirklich sehr schwer. Vor allem heute. Dazu genau. Also momentan sind alle nicht so besonders bezahlfreudig. Da muss man wirklich gut rocken. Und dazu kommt noch, dass wenn man dann einen Deal bekommt, dass der Deal dann auch potenziell mir etwas wegnimmt. Zum Beispiel, dass ich dann die Rechte zum Beispiel abtrete von einer Marke, die ich mir ausgedacht habe. Das ist dann, der Preis dafür, dass mein Gehalt aber danach bezahlt wird. Oder es könnte sowas sein wie, wenn das Spiel später wirklich super durch die Decke geht, dann sehe ich von dem Geld aber nichts mehr, weil in dem Vertrag steht, dass das ja dann der Publisher bekommt, weil ich ja vorher mein Gehalt bezahlt bekommen hatte. Ja. Aber das hat auch viele Vorteile, also das darf man nicht unterschlagen. Also zu sagen, ich bin sicher irgendwo angestellt während dieses Projektes, hat auch unglaublich was für sich. Ja, dann bezahlt irgendjemand mein Gehalt und meine Versicherung und so und ich habe da meinen Job und trage nicht die ganze Verantwortung, das Risiko für dieses Projekt, weil wenn es dann schief läuft irgendwie, dann bleib ich ja auf den Schulden nicht sitzen, sondern derjenige, der ins Risiko gegangen ist. Und dazu kommt auch noch, dass man durch einen Publisher natürlich auch sehr viel Hilfe bekommt in den Bereichen außerhalb der Entwicklung. Zum Beispiel sowas wie Marketing, PR, Distribution, Lokalisation, Sprachaufnahmen und so weiter, weil ein Publisher natürlich auch mehr machen kann, als nur die Entwicklung begleiten. Und das ist etwas, was man sich dann tatsächlich genau ausdenken sollte, ob das nicht sogar ein gutes Modell ist. Wir haben dieses eigentlich bis hierhin immer gefahren und sind an vielen Jahren auch gut damit gefahren, weil es einem halt auch unglaublich viele Vorteile erstmal bietet, die man aus eigener Kraft so jetzt erstmal nicht stemmen kann. Das nächste ist ein Darlehen. Man kann sich natürlich auch einfach einfach ist schon wieder falsch, ja. Könnte sich von jemandem Geld leihen. Mhm. Entweder von einem Investor oder von einer Bank oder, also irgendeine Institution, die bereit ist, Geld zu leihen. Das hat an der Stelle erstmal den Vorteil, dass es wieder mehr Freiheiten verspricht. Erstmal könnte man mit diesem Geld wirken. Ja. Aber es hat auch den riesen Nachteil, dass ich dann potenziell Schulden aufbaue. Und ich gehe dann 100% ins Risiko. Ja. Selber. Mhm. Und dann auch noch Zinsen zahlen muss für mein Darlehen, die oben drauf kommen. Und das, also überhaupt erstmal die Hürde zu nehmen, ein Darlehen zu bekommen, ist da. Und dann auch noch das Risiko, dass ich das auch später alles wieder einspielen muss. Das ist wirklich etwas, das ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen und sollte sehr gut überlegt sein, wenn man das machen möchte. Ja, das sollte man wissen, was man tut. Die nächste Möglichkeit, Förderungen. Es gibt eine große Förderlandschaft, die ab und zu mal wieder in sich zusammenschrumpft, aber es gibt sie noch. Also, man müsste schauen, in welcher
Stadt bin ich denn gerade? In welchem Bundesland bin ich denn gerade? Was macht denn der Bund gerade? Und wir haben auch diesen Harakiri gemacht, einmal die europäische Förderung in Anspruch zu nehmen. Das war unglaublich viel Aufwand und Vorarbeit. Da musste man so ein Pamphlet einreichen und der Ertrag, also das ist, denn man musste halt überlegen, lohnt sich die Arbeit, die ich investiere, um diese Förderung zu bekommen, für das Geld, was ich dann am Ende dabei rauskomme. Das ist etwas, das muss gut überlegt sein. Es gibt aber auch sehr viel schlankere und schönere Fördermodelle. Eine Zeit lang hatte unser Bund, also Deutschland im Grunde genommen, eine Bundesförderung für Spiele, die momentan stillgelegt ist und nicht mehr funktioniert. Auf Eis liegt oder was auch Ja, immer damit genau. passiert, Was man weiß es nicht. Ja, mal ja. gucken, was sie damit machen werden. Und die waren zum Beispiel nicht so mit großen Hürden behaftet. Man muss bei Förderungen beachten, dass man aber auch dafür ein bisschen Eigenkapital braucht. Meistens wird nicht einfach zu 100% gefördert, sondern im besten Falle vielleicht sowas wie 50-50. Das heißt, 50% dessen, was ich brauche, muss ich dann irgendwie dann doch selber aufbringen oder woanders her aufbringen. Und das andere wird dann gefördert. Hat aber in vielen Fällen, zum Beispiel auch bei der Landesförderung, den Vorteil, dass man einen großen Teil des Geldes, was man da bekommt, behalten darf oder wirklich Darlehen bekommt zu sehr guten Konditionen und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, sich mit dem Thema Förderungen auseinanderzusetzen. Ja. Ja, dann nächste Möglichkeit ist das Thema Kickstarter. Also erst einmal ganz vorweg, ein Kickstarter, wir haben uns mit mehreren Leuten unterhalten, die einen gemacht haben, ist eine Sache, die ist unglaublich aufwendig erstmal. Das heißt, ein Kickstarter muss lange und gründlich vorbereitet werden, damit er überhaupt Sichtbarkeit erfährt und damit er eingehalten werden kann. Die ganzen Goals, die ganzen Sachen, man muss wirklich viel vom Spiel dann zeigen, man muss vieles vorbereiten, damit die Leute auch wissen, wofür sie da eigentlich ihr Geld geben. Und die Erwartungen der Menschen, die dann auch ihr Geld dafür geben, die sind dann natürlich auch entsprechend hoch und das muss man dann auch vernünftig einhalten. Das war früher anders, ne? Kickstarter war so ein neues Phänomen und da hast du ein bisschen was gezeigt, so ein bisschen Kleinkram und hin und her und dann haben Leute tatsächlich da investiert. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Die sind schon sehr vorsichtig, in was sie investieren, diese Menschen, ne? Und das ist so ein Ding... Zu Recht auch. Ja, und das ist so ein Ding, war mal einfacher, ne? Heute nicht mehr. So, ne? Und vor allem das Geld, was da erwirtschaftet wird, das ist nur ein kleiner Teil dessen, was so ein Projekt, was dann da angepeilt wird, dann tatsächlich auch finanziert. Genau. Denn je größer das Projekt, desto größer die Kosten und das stimmt, dann kriegt man noch mehr Geld rein, aber je kleiner das Projekt, dann kriegst du auch nur wenig Support da an der Stelle. Das heißt, die Arbeit, die du investierst, die frisst das dann irgendwie auf. Ne? So. Ja, muss man sehr gut aufpassen. Schwierig so. Ne? Und dann muss man sich dann zu entscheiden, okay, ich gehe all in und mache mich dann auch transparent. Ne? Kommt doch gleich das nächste Modell wahrscheinlich. Ne? Das mit dem Early Access ist ja auch so ein Ding. Ne? Nee, das habe ich nicht da drin, weil es kein Finanzierungsmodell ist. Ist aber ähnlich gelagert. Das heißt, dass man schon sehr frühzeitig, wenn man was hat, das Ding verkauft, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Ist ja auch eine Art von Finanzierung, wenn man so will. Ne? Ja, und stimmt. Zumindest in den hinteren Bereichen so. Das heißt, dass man schon was hat, was man den Leuten zeigen kann. Und dann geben dir schon mal Vorschusslorbeeren in Form von Geld, ja, damit du das Ding dann fertig machst. Ne? Und das ist auch eine Möglichkeit, ist aber auch wieder mit Arbeit verbunden. Arbeit und Risiko. Und Risiko. Das heißt, wenn das nicht angenommen wird, dann kannst du das Komplette, was du vorher investiert hast, komplett schon in die Tonne treten. Und es ist so, du hast ja im Grunde genommen so 2 Release-Daten. Und wenn du das einmal schon mal gemacht hast und das ist irgendwie nicht ganz so auf den Punkt, dann versemmelst du dir vielleicht deinen wirklichen Release-Zeitpunkt, weil die Leute das dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und dann schwimmt das einfach so weg und du hast man braucht immer so zum Verkauf sowas wie so ein Hook, sowas wie, jetzt gucken einmal kurz alle drauf, jetzt habe ich irgendwie den coolen Trailer rausgebracht, jetzt ist das Release und dann dauert das ungefähr eine Woche, wenn du Glück hast, 2, 3, wo die Leute den Hauptteil des Geldes investieren, um dieses Projekt zu kaufen. Alles, was nachher kommt, plätschert noch so da rein. Also noch deine Sales und sonst irgendwie was. Aber der erste Monat, ich würde sogar sagen, die erste Woche, ist das Allerwichtigste beim Spieleverkauf. Rock die, hast du es geschafft. Rock die nicht,
holst du das nie wieder ein. Und deswegen ist Early Access unglaublich schwierig, vor allen Dingen, wenn man ein kleines Projekt macht und dann auch schon viel davon verrät und sowas, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr richtig Marketing machen für den richtigen Release-Zeitpunkt. Deswegen muss man sich wirklich überlegen, was für ein Projekt habe ich, wann lohnt sich das? Beim Multiplayer zum Beispiel kann sich das sogar noch mehr lohnen, weil dann schon mal kannst du Server austesten, ohne dass die Leute alle gleich wütend werden und solche Sachen. Also man muss wirklich gucken, passt das zu meinem Konzept und verkauft es sich dann auch noch oder versemmel ich mir damit mein Projekt? Das ist sehr risikobehaftet und muss deswegen, da muss man vielleicht mit vielen Leuten reden, die auch schon mal sowas gemacht haben, Erfahrungen sammeln und dann ausloten, was ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass mein Projekt irgendwie funktioniert oder vielleicht auch nicht. Und für diese Dinge entscheide ich mich dann. Hast du noch eins? Nee. Ja, ist ja schon eine ganze Menge. Genau. Oder man hat einen Verwandten in Amerika. Die Tante kommt zu Besuch und gibt dir Geld. Einfach mal so. Gut, du bist ja auch irgendwie so ein Investor, ne? Ja. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen. Oder habt das vielleicht schon mal durchgemacht. Oder habt gute oder schlechte Erfahrungen mit einer Sache gemacht. Und das sind auf jeden Fall Sachen, die uns jetzt so eingefallen sind, die man machen könnte. Und was dann der richtige Weg ist, für den einen vielleicht dies, für den anderen das kann man vorher immer so, wenn man das immer vorher wüsste. Ja. Da würde man viel Geld machen, wenn man sowas immer vorher wüsste. Das ist richtig. Du hast eine Community-Frage. Genau. Ja. Da hat jemand gefragt, was haltet ihr denn eigentlich von der Arkham-Reihe und dem diesjährigen Arkham Shadows VR? Das ist Batman. Richtig. Also die Arkham-Reihe habe ich alle gespielt und die fand ich alle großartig. Welcher war der beste? Boah, schwer zu sagen. Ich mag kein Ranking. Deswegen finde ich die alle sehr, sehr gleichwertig eigentlich. Die haben alle ihren eigenen Charme. Bei einem Ding sitze ich dran, komme nicht weiter. Das ist Origin. Das ist da dieser Typ, der einen da mit dem Schwert, man kommt da einfach nicht drüber weg. Und ich habe die Motivation verloren, zu versuchen, darüber hinwegzukommen. Mhm. Das ist blöde Stelle, so sagt doch jeder. Ne? Und deswegen ist der jetzt vielleicht jetzt nicht so, wo ich sage, das ist der älteste, glaube ich sogar. Und da an der Stelle würde ich sagen, das hätte ich mir eine Erleichterung gewünscht an der Stelle. Ich krieg den nicht platt. So. Und dann war jetzt VR, gab ja mal VR Batman, ne, schon eins der ersten Sachen, wo man so, weiß nicht, 20 Minuten oder so in seiner Batcave da rumkaspern kann und so weiter. Habe ich mir nicht angeguckt, war mir zu übersichtlich. Ich mochte lieber VR-Spiele spielen, die ein bisschen mehr Inhalte haben, als nur irgendwie ein Showcase. Und deswegen habe ich mir das nicht angesehen. Jetzt auf der Gamescom sind wir an dem Stand von dem neuen vorbeigekommen. Ja, und das ist wieder cool. Da habe ich Bock drauf. So, ne? Und das muss ich mir auf jeden Fall angucken, ja. Ja. Wir haben da ein Foto gemacht, aber vom Spiel haben wir noch nicht viel gesehen. Haben wir noch nicht viel gesehen. Müsste man noch mal gucken. Ja. Gut, haben wir eine Trophy-Box? Ja, und zwar den Anhänger von Jens. Ah ja, cool. Jens, ja, oder auch AK Rennsemmel. Oder AK Sculptifix. Sculptifix. Der ist auch wie wir ehemaliger Piranha Bytes Mitarbeiter, der eigene Spiele macht, auch schon vorher gemacht hat und jetzt uns sozusagen begegnet ist auf der Gamescom. Und der sein Spiel, was noch auch in der Kinderschuhe steht, glaube ich, ne? Hat er schon eine Demo irgendwie der so, ist ne? schon Release. Ja, wie heißt das Ding? Das ist so ein kleines Spiel, das hat er bei itch.io veröffentlicht, auch so ein kleines Indie-Ding. Ja. Das heißt Spitfire Moon Pies Mission und da spielt man so einen Lama oder kann dann unterschiedliche Level durchspielen irgendwie. Das ist ziemlich niedlich. Das könnt ihr euch ja mal angucken. Habe ich mir gestern angeguckt mit so einem Schutzschirm und dann kommen irgendwelche Gegner und so. Das ist sehr ambitioniert, finde ich. Und ist Pixel Art, sehr schön gemacht. Und ja, schaut es euch mal an. Link dazu findet man bei uns auf dem Discord-Server im Channel Spieleentwicklung. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau, bis dann. Macht's gut. Ein schöner Anhänger ist das. Das ist was ist das? Ein Dino? Ich finde auch, das sieht aus wie so ein Drache. Ein Drache, ne? Kann man sich hier dranhängen.